Hallo und herzlich willkommen zu Jans Technik Channel. Heute geht es um das Thema Waschmaschinen und was tun, wenn die Waschmaschine ausläuft bzw. ein Leck hat. So geschehen bei meiner Waschmaschine, eine Bosch Mark 7, ungefähr 10 Jahre alt. Da kann sowas mal passieren. Im Grunde genommen kommen zwei ganz häufig vorkommende Probleme vor. Und zwar einmal, dass die Türdichtung porös wird, sich ein Riss bildet. Dann passiert es nämlich, dass wenn hier das Wasser durchläuft oder der Wasserstand entsprechend hoch ist, dass hinter der Verkleidung das Wasser runterläuft und dann aus dem Waschmaschinenboden wieder auf den Fußboden herausläuft. Um dieses Thema geht es in diesem Video. Ein anderes häufig vorkommendes Problem ist, dass der Ablaufschlauch porös ist. Der Ablaufschlauch befindet sich zwischen dem Tank und der Pumpe. Und wenn dieses Gummi einfach mal nach einer gewissen Zeit porös wird, dann läuft auch da das Wasser aus. Hierzu habe ich ein anderes Video gedreht, das dieses Thema bearbeitet. Wir konzentrieren uns aber in diesem Video jetzt erst einmal auf die Türdichtung und wie diese zu wechseln ist. Los geht's! Dreht als erstes das Wasser ab. Entfernt den Stromstecker aus der Dose und entfernt den Abwasserschlauch. Zumindest habe ich das gemacht, um an die Waschmaschine besser ranzukommen. Entfernt als nächstes den Einspülkasten. Einfach rausziehen und dann mit den Fingern den Raster ein wenig eindrücken. Ihr könnt dann die Schublade komplett rausziehen. Nun wird die Bedienfront entfernt. Hierzu befinden sich 4 verschraubte Torx-Schrauben. Diese müssen entfernt werden. Wenn alle Schrauben entfernt sind, könnt ihr die Bedienfront einfach runterklappen und rausziehen. Aber Achtung, es befindet sich ein kurzes Kabel an dem Bedienteil, welches abgeklipst werden muss. Nun nehmen wir uns die Frontblende vor. Entfernt den Deckel zur Revisionsöffnung. Dort befindet sich ebenso eine Torx-Schraube, die entfernt werden muss. Nachdem diese entfernt wurde, könnt ihr die komplette Blende nach rechts schieben. Sie ist dann gelöst und kann abgenommen werden. Links und rechts befinden sich nun jeweils 2 weitere Torx-Schrauben, die die Frontseite halten. Diese müssen entfernt werden. Nun müssen wir die Türdichtung entfernen. Wer genau hinschaut, sieht an der Dichtung einen rundlaufenden Draht, der an einer Stelle mit einer Feder gespannt ist. Nehmt einfach einen Schraubendreher und zieht vorsichtig die Feder heraus. Ihr könnt dann den Draht entfernen. Die Türdichtung ist dann gelöst. Entfernt nun die Frontseite durch einfaches Anheben. Aber Achtung, es führt ein Kabel zum Schließsystem. Dieses muss einfach abgeklemmt werden. Entfernt als erstes den Schlauch von der Türdichtung. Einfach herausziehen. Nun seht ihr oben eine Feder, die einmal komplett um die Türdichtung herumläuft. Hebelt diese Feder mit einem Schraubenzieher einfach heraus und zieht sie ab. Nun lässt sich die Türdichtung ganz leicht durch Ziehen entfernen. Dank eBay oder Amazon gibt es die passende Türdichtung schon für ca. 15 Euro. Auch Bosch hat dieses Ersatzteil im Angebot, was ich mit 50 Euro allerdings doch recht teuer finde. Die neue Türdichtung baut ihr einfach wieder ein, wie ihr die alte herausgebaut habt. Achtet darauf, dass der Anschluss für den Schlauch oben ist und die 3 Löcher zum Abfließen unten sind. Fummelt nun die Türdichtung an den Rand der Waschmaschine. Nun geht es darum, die Feder wieder ordentlich zu platzieren. Ich habe gemerkt, dass es besser geht, wenn ihr die Türdichtung in die Waschmaschine eindrückt. Setzt die Feder zusammen, legt sie oben ein und arbeitet euch mit dem Einspannen nach unten durch. Ihr werdet ein paar Anläufe brauchen, weil hin und wieder die Feder herausspringt.
Wenn die Feder eingespannt ist, die Türdichtung wieder in Form bringen und den Schlauch oben eindrücken. Nun geht es wieder an den Zusammenbau. Nehmt die Frontplatte. Ihr müsst den Klicker in das Loch oben einsetzen und dann nach oben drücken. Vergesst nicht, das Kabel für das Schloss wieder anzuschließen. Durch das nach oben drücken der Frontplatte rastet die Frontplatte unten ein. Verschraubt nun die Front mit den jeweils 2 Torx-Schrauben auf der linken und rechten Seite auf Höhe der Frontblende. Danach kann die Frontblende wieder aufgesetzt werden. Setzt diese rechts an, drückt diese an und schiebt sie nach links, bis sie einrastet. Die Schraube wieder reindrehen, dann kann die Revisionsabdeckung angebracht werden. Verbindet nun das Kabel des Bedienteils wieder dort, wo ihr es am Anfang abgesteckt habt. Setzt das Bedienteil oben ein und drückt es unten rein. Nun können die 4 Schrauben wieder reingedreht werden. Nun geht es noch an die Türdichtung. Fummelt die Türdichtung entsprechend wieder rein. Nehmt den Drahtring, setzt ihn an. Am Schluss, wenn es wieder etwas schwerer geht, nehmt einen Schraubendreher zur Hand. Aber Achtung, die Türdichtung dabei nicht beschädigen. Schließt nun Abwasser, Frischwasser und Strom an. Macht nun einen Testwaschgang, bei dem ihr aber dabei seid. Es würde mich freuen, wenn ich einigen von euch eine neue Waschmaschine ersparen konnte. Interessiert ihr euch mehr für solche Videos, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, Jan von Jans Technik Channel.